Guten Morgen YouTube. Ich habe hier ein Panasonic FZ-M1. Ich benutze das ganz gerne, um draußen auch über Amateurfunk Digitalfunk zu betreiben. Das ist zwar relativ schwer, allerdings ist das schön klein und dank den ganzen Bumpers hier kann man das auch ganz gut in weniger schönen Umgebungen betreiben. Es geht also relativ, ähm, es ist relativ robust, drücke ich es mal so aus. Hat auch schon einige Kratzer. Das Einzige, was ich am Panasonic nicht so schön finde, ist, wenn man das gebraucht kauft, hat man meistens so einen Barcode-Scanner dabei. Es ist recht groß und klobig und macht das Ganze so ein bisschen unhandlicher. Daher habe ich mir von Beta Layout, heißt die Firma hier in Deutschland, ein 3D-Gehäuse, genau, ein 3D-gedrucktes Gehäuse gekauft. Das ist für mein Lime SDR, das kann ich nachher zeigen. Und das ist das Cover. Dieses Cover, das packt man quasi hier hinten ran. Kann man da sehen? Ja, kann man sehen. Das kommt also hier hinten ran. Wieso habe ich das gekauft? Relativ einfach, ich habe gar keinen 3D-Drucker. So, und die Firma macht das und das sieht auch recht ordentlich aus. Ja, ist natürlich in sich ein bisschen wabbelig, ist nun mal Kunststoff, auch relativ dünn, ähm, aber das hat mit dem Ausdruck selber nichts zu tun. So, jetzt brauche ich Werkzeug. Ich habe das selber tatsächlich noch nie aufgeschraubt hier. Ich weiß gar nicht, wo ich überall schrauben muss. Aber ich weiß, dass es schlau wäre, die Batterie als erstes rauszunehmen. So, schauen wir mal, wo ich überall schrauben muss. Das ist doch schon mal ganz schick. Ich packe mal die Batterie rein, um zu gucken, ob die überhaupt noch startet. Das ist schon deutlich leichter. Das ist unglaublich. Aber das ist eben für raue Umgebung gemacht. Also ich glaube, das sieht man jetzt nicht so gut auf dem Video. Herunterfahren. Jawohl. Gut ist aus. Batterie raus. So, dann hoffe ich, dass das hier ohne Probleme passt. Was soll ich sagen? Es ist nicht der Fall.
Es ist 1 Millimeter zu groß, nein. So, Shit. Da zu groß. Und hier sieht man, okay, das würde gehen. Okay. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Oh, schauen wir mal. Dass wir das hier quasi so ein bisschen abfeilen. Denn so ist Mist. Ja, kann man sehen. Das ist nicht wasserdicht. Ja, nicht mal staubdicht. Gut, dann nützt es nichts. Hätte ich jetzt einen 3D-Drucker, ja, dann würde ich das einfach nochmal drucken. Aber so wie ich mich kenne, setze ich mich danach eh nochmal dran. Oder wann auch immer, vielleicht am Wochenende. Und schmögel nochmal eine Runde. Dann mache ich all das hier nochmal. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.